und herzlich willkommen zu Veras Blockflötenkanal. Ihr habt mich gebeten, den von mir sogenannten Dschungeltriller nochmal speziell mit den Griffen der Sopranblockflöte zu erklären und das möchte ich in diesem Video tun. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, vor kurzem habe ich hier ein Video gemacht über den sogenannten Dschungeltriller. Der wird gar nicht so genannt, den habe ich so getauft. Ich finde, der klingt manchmal so ein bisschen glucksig und irgendwie passt der Name. Und das habe ich euch erklärt mit Hilfe der Altblockflöte. Da ist das nämlich der Triller auf dem mittleren G, also das wäre dann dieser. Und dabei habe ich auch erwähnt, dass das auf der Sopranblockflöte dann der Triller auf dem mittleren D wie Dora ist. Und für manche ging das ein bisschen zu schnell. Diejenigen, die hauptsächlich Sopranblockflöte oder vielleicht Tenorblockflöte spielen, die wollten das nochmal genau wissen. Deshalb für die Sopranblockflöte. Es handelt sich also um den Triller auf dem mittleren D, wie zum Beispiel in diesem Stück von Jean-Baptiste Loyer. Da habt ihr eben am Ende den Triller auf dem D, auf dem mittleren D. Und jetzt wollen wir das mal Schritt für Schritt durchgehen, wie man den spielen muss oder kann. Wenn wir einen Triller haben auf einer Note, hier auf dem D, dann müssen wir uns immer noch eine unsichtbare Note dazu denken, die da nicht steht, nämlich die nächsthöhere Note. Weil nämlich immer mit 2 Tönen getrillert werden muss, klar, sonst wäre es ja kein Triller. Und man nimmt in der Regel die nächsthöhere Note zum Trillern. In dem Fall würden wir das E nehmen und kein S, weil wir hier in C-Dur sind und da ist das klar, dass das ein E sein muss. Das muss man sich erstmal klar machen als ersten Schritt. Wir haben den Triller auf dem D stehen und wir müssen uns ein unsichtbares E dazu denken. Und mit diesen beiden Tönen, mit E und D, wird getrillert. Und das Verrückte ist, man fängt sogar mit dem E an, also mit der Note, die nicht dasteht. Ich habe das hier mal aufgemalt, wie das dann aussieht. Das E denkt man sich dazu, das D steht da und trillern muss man dann mit E, D. Und da habe ich jetzt mal so die Balken immer mehr werden lassen, weil das ja so ist beim Triller, dass man den langsam anrollen lässt, langsam anfängt und dann nach hinten raus immer schneller wird und letztendlich auf der Hauptnote, auf der Note, auf der der Triller ursprünglich eigentlich stand, auf der muss man enden. Das heißt, nochmal, man fängt eben mit der nächsthöheren Note an, in dem Fall E, und endet aber auf dem D. Und dann kommt natürlich noch die Note danach im Stück, also in dem Fall hier war das jetzt ein C, ganz am Schluss. So, warum jetzt ein spezieller Griff für diesen Triller? Das werdet ihr ganz schnell merken, wenn ihr ein ganz normales E spielt und ein ganz normal gegriffenes D. Versucht damit mal zu trillern und das klingt seltsam. Also das funktioniert einfach nicht richtig. Das ist also nicht praktikabel. Deshalb machen wir hier einen Hilfsgriff und spielen dann den sogenannten Dschungeltriller. Und da müsst ihr für wissen, dass für das E, also unsere
höhere Note, die unsichtbare, dass man dafür auch einen anderen Griff verwenden kann, nämlich statt des normalen Griffes kann ich das E auch einfach so greifen. Das heißt, alle Finger drauf, außer den rechten Mittelfinger und der Daumen hinten ganz weg. Also nicht nur geknickt und halbes Daumenloch, sondern komplett weg. Und das ist eben auch ein E. Und das Gleiche müssen wir dann machen mit dem D. Das D ganz normal gegriffen wäre so. Und wenn ich jetzt alle Finger drauf mache, wirklich alle, außer dem Daumen hinten, der wieder ganz weg ist, bekomme ich auch ein D, das ein bisschen tiefer klingt als das originale D, was aber in einem schnellen Triller nicht auffällt. Ja, und dann kann ich trillern mit diesen beiden Tönen. Auf dem Bildchen, auf der Griffschrift, die ich für euch gemalt habe, seht ihr ein Kreuz bei dem Mittelfinger rechts. Das heißt, der muss rauf und runter gehen und den Triller verursachen. Und wenn ihr jetzt noch mal gut nachdenkt, ihr sollt von oben beginnen, also mit dem E. Das heißt, zu Beginn des Trillers muss euer Finger, der rechte Mittelfinger, in der Luft sein, sonst habt ihr ja direkt das D. Wir wollen ja erst das E. E und dann D und immer abwechselnd und am Schluss bleibt da drauf, damit ihr am Schluss das D klingen habt, das ja noch so ein bisschen länger gehalten wird, bevor dann die Schlussnote von dem Stück kommt. In unserem Fall war das ein C. Ja, und dieser Triller auf dem mittleren D, der kommt immer vor, wenn ihr was in C-Dur spielt, also eine Barocksonate in C-Dur, dann habt ihr ständig diesen Triller. Es ist also einer, der wirklich sehr häufig vorkommt und auch in anderen Tonarten natürlich, wenn ihr unterwegs seid. Und der ist schon wichtig, den zu können. Er ist ein bisschen lästig und viele Schülerinnen und Schüler, denen ich das schon mal erklärt habe, die wissen es dann doch wieder nicht. Dann sagen sie immer, wie geht der nochmal, der eine? Also es lohnt sich, den zu üben. Ja, ich hoffe, dass ich hier für die Sopranblockflötenspielerinnen und Spieler für Aufklärung sorgen konnte. Und ja, ich war sehr dankbar für diese Bitte, das nochmal extra für die Sopranblockflöte zu zeigen. Und freue mich grundsätzlich über neue Vorschläge von euch zu Videos, über Kommentare hier unter dem Video und natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für dieses Video. Und jetzt verabschiede ich mich bis nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.